Tja, etwas, was ihr nicht so oft seht, ist extremes Hochwasser in Saarbrücken. Hier direkt an der Berliner Promenade. Das ist hier so ein Steg, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Normalerweise geht der hier noch ein paar Meter runter. Auch der Weg hier vorne, der ist komplett im Wasser versunken. Und auch da hinten, da könnt ihr es ungefähr ahnen. Also wenn ihr mal das Fahrgastschiff da hinten seht, wie steil der Steg ist vom Fahrgastschiff. Also das liegt normalerweise auch ungefähr 3-4 Meter weiter unten oder noch tiefer. Also Schaulustige überall hier auf den Brücken. Schauen uns das gleich mal von einer anderen Perspektive an. Und das ist ungefähr die Höhe. Da geht es noch weiter runter. Also normalerweise ist die Saar noch ein gutes Stück tiefer als das Ende hier vom Schild, weil da ist ja ein Weg. Ja, auch hier sieht man mal, das ist der Aufzug, der die Leute hier nach oben bringt. Auch der ist leicht abgesoffen. Und hinten ist auch der Keller von den ganzen Gebäuden ist auch komplett überflutet. Dafür sind sie aber teilweise auch gebaut. Also was richtig krass ist, ist die Fließgeschwindigkeit hier von der Saar. Wenn ihr das mal hier beobachtet, wie das Treibgut hier, welcher Geschwindigkeit es hier vorbeifließt. Am Willi-Graf-Ufer. Normalerweise ist die Fließgeschwindigkeit so, dass du einfach mit dem Bötchen so gegen die Saar mit 3 PS oder so, das kannst du jetzt vergessen. Das ist die Stadtautobahn und die gibt es quasi nicht mehr. Die ist komplett gesperrt. Und ich kann euch mal dahin führen, wo sie normalerweise lang läuft. Das ist die Brücke über die Stadtautobahn. Also das hier ist Saarbrücken. Und die ganze Stadtautobahn ist ein See. Also und zwar durchgehend. Komplett. Und überall Rettungskräfte, THW. Das nochmal der Blick auf die Wilhelm-Heinrich-Brücke. Da ist nicht mehr viel Platz. Man bedenkt, dass hier üblicherweise der Schiffverkehr unter der Brücke ja drunter durchführt, Richtung Frankreich. Das geht gar nicht mehr, Berliner Promenade gar nicht mehr zu sehen. Und da hinten als Marker mal der Aufzug am Willi-Graf-Ufer. Man kann es hinten hören, also in der Tiefgarage Alarmanlage. Ganz viele Alarmanlagen, die laufen. Keine Ahnung, was da noch drin ist, aber da parken normalerweise unendlich viele Autos und wie man sieht, wie tief das Ganze überschwemmt ist, will ich nicht wissen, was noch drin ist. Ja, hier ist normalerweise der Radweg an der Saar, den gibt es nicht mehr. Das sieht man auch so ein bisschen an den Bäumen, die ragen jetzt alle aus dem Wasser raus. Aber noch imposanter ist natürlich die Stadtautobahn, die schon mal überflutet ist, aber dieses Ausmaß wie jetzt hier in Saarbrücken, das kenne selbst ich nicht. Und ich bin schon über 10 Jahre hier. So, jetzt stehen wir quasi an der Autobahnauffahrt zur A620. Quasi. Das ist die Autobahnauffahrt. Die Verkehrszeichen sind noch in Betrieb, aber
relativ nutzlos. Die sagen dir, in einem Kilometer ist Baustelle. Ja, bitte fahrt nur 60. Gemeint sind allerdings Boote. Ja, man muss wirklich an die Leute denken, die hier zu großem Schaden gekommen sind. Das fängt schon an bei uns in Güdingen, wo wirklich viele Keller vollgelaufen sind. Aber ganz Saarbrücken auf der Straße, um das hier mitzukriegen. Ich habe das Gefühl, es steigt sogar ein bisschen nochmal. Auch hier, das ist die Stadtautobahn. Hier sieht man auch die Schlickmassen, die hier angespült werden. Ne, es müsste fallen, weil hier vorne, da werden die Schlickmassen bis hier vorne rangespült. Also ich denke mal, es war bestimmt noch ungefähr, ja, vielleicht so einen halben Meter höher. Denn hier beginnen so die Schlickmassen ungefähr hier. Ziemlich genau hier sogar. Also da war die höchste Stelle des Hochwassers. Ja, wechseln wir den Ort. Das ist übrigens nicht die Saar, das ist die A620, die Stadtautobahn der Saarbrücker Hauptstadt. Und das, ja, das ist eine Notrufsäule. Es könnte der Nebenfluss der Saar sein, der größte Nebenfluss der Saar, die A620. Aber so hoch wie heute, das ist wirklich selten. So, stellt euch vor, ihr fahrt auf die Autobahn auf und es gibt sie nicht mehr. Vielleicht eine Sache, die unsere Kinder dann in 100 Jahren erleben müssen. Hier heute in Saarbrücken, Mitte Mai 2024, an Samstag, fließt der Fluss mal eben komplett durch die Autobahn durch. Also das ist die Autobahnauffahrt A620, andere Seite Richtung Frankreich. Oskar ist hier links mal. Also es war bis hierhin ungefähr. Ne, also der Höchstwasserstand ging tatsächlich bis hierhin. Hier sieht man es. Also da vorne könnt ihr sehen, wo die Narbe ist. Überall Polizei und Feuerwehr. Hauptsächlich Feuerwehr, THW, Rettungsdienste. Hier der Gegenschuss, A620 im Extremhochwasser 2024, Mai. Hier fahren am Tag ja, bestimmt 100.000 Autos durch, heute nicht. Ist krass, oder? Es geht. Es geht. Ja, ist ja halb so wild, ne?
Gleiches Spiel bei der alten Brücke in Saarbrücken. Hier hat man das Gefühl, dass die Brücke, die ja schon viel gesehen hat, auch hier wieder mal Zeitzeuge wird. 2024 extremes Hochwasser. Ja, es sind noch so 3,50 Meter, schätze ich mal. Dann wäre auch die überflutet. Aber da sieht man auch schon mal, wie eng es da auch unter den Torbogen wird. Ja, das ist die Stadtautobahn. Oder das, was davon übrig ist. Ein ganzer THW-Verband. Ja, aus der Schweiz sehe ich hier sogar. Schweizer THW ist also extra hier ins Saarland gekommen, um uns zu helfen. Auch das Bild für denjenigen, der sich ein bisschen hier in Saarbrücken auskennt, der ist überrascht, denn es gibt kein Saarufer mehr. Also das Saarschiff hier, das ist normalerweise am Ufer, ist jetzt vollkommen frei. An die Bäume kommt man gar nicht mehr ran. Und das ist jetzt mitten in der Saar quasi. Da macht normal die Fosina fest. Und alles ist eins. Die Saarbreite, schwer zu sagen, 150 Meter. Erinnert mich mehr an den Rhein im Moment. Es geht noch ein gutes Stückchen weiter. Hier links war mal ein Kinderspielplatz. Also ist immer noch, aber im Moment ist es eben keiner. Ein ganzer Brücken auf den Beinen, um das zu sehen.
bei dem Bild langt der super Weitwinkel gar nicht, um zu zeigen, wie breit die Saar ist. Damit ihr mal ein Gefühl habt, wie nah Saarbrücken hier an einer Katastrophe vorbeigeschraubt ist, sieht man hier natürlich, denn das ist der Zugang zur Innenstadt, wenn die vollläuft. Also hier nochmal die Höhe. Seht ihr, das sind Begrenzungspfosten. Und hier, ja, das ist die Zufahrt zur Innenstadt. Also hier ist die Fußgängerzone, die tief ist. Hier ist so ein kleiner Wall und wenn diese Mauer jetzt nicht wäre, wäre Saarbrücken wahrscheinlich schon vollgelaufen. Kann aber sein, dass hier das Grundwasser natürlich drückt. Das ist der Spielplatz. Und das ist die Grenze zur Innenstadt von Saarbrücken. Die, wenn man richtig hinguckt, also hier auch noch viel tiefer liegt. Das heißt also, wäre diese Wand nicht, wäre Saarbrücken vollgelaufen. Die Staatsoper von Saarbrücken. Im Moment gastiert hier gerade ein Zirkus. Trielisser Platz und das Hochwasser ist direkt am Finanzamt. Nämlich da. Gut, ihr werdet jetzt sagen, da fehlt ja noch ein bisschen was, aber wenn man genau hinschaut, wo es war, kann man es ahnen. Ungefähr da. Und das wäre die noch freie Fläche gewesen. Also da fängt es an. Das wäre die Innenstadt von Saarbrücken gewesen. Und bis hierhin ist es schon mal nass. Oskar, ganz schön mutig. Für alle, die nicht in Saarbrücken zu Hause sind, das ist eine Liegewiese, eine große an der Saar, und das ist die Anlagestelle der Frosina. Da haben wir auch schon viele Dreharbeiten gemacht. Hochwasser schon ein Stück zurückgegangen, aber die Schaukel nicht benutzbar.
Auch diese Treppe am Ende des Staatstheaters endet in der Saar. Aber doch einige Bewohner Saarbrückens haben sich das zurückerobert. So das Gefühl, als ob die Tiere von all dem gar nichts mitkriegen. Hinten die Enten im großen Teich. Das ist übrigens der Schriftzug von Saarbrücken. Tja, auch so ein ganzes Parkhaus ist abgesoffen. Wenn man hier mal genau reinschaut, kann man sich das Ausmaß nur ungefähr vorstellen, denn das Parkhaus geht einige Stockwerke tiefer. Und ist einmal komplett vollgelaufen. Dies ein Blick auf den Saarbrücker Staden. Ein beliebtes Ausflugsziel in Saarbrücken für Jung und Alt. Auch hier ist nicht mehr so viel von übrig geblieben. Man kann es noch erahnen. Da hinten ist der Kinderspielplatz. Hier die Saar hat sich das komplette Bett eingeheimst.
Das ist die breiteste Saar, die ich je gesehen habe. An der Stelle. Video. Interessanter. Geh mal runter. Da hat mein Sohn gespielt, der wohl berühmteste Spielplatz in Saarbrücken, direkt an der Saar. Auch hier ist so das Spielen, denke ich mir, bis auf nächste Zeit erstmal eingeschränkt. Da warst du hinten auf dem Schiff, Oskar. Habe ich noch ein Video. Wer aber wacker die Stellung hält, ist der Kiosk hier am Staden. Ja, mit der Sonne ist besser da. Besser. Bilder schicken. Schick mir mal Bilder. Von gestern war krass. Ist natürlich auch drin gewesen hier, oder? Ja, war alles unter Wasser. Aber es sollte ja noch 1,50 Meter höher kommen, von daher Krass. haben wir ziemlich Glück gehabt. Ja, eine halbe Stunde länger gestern beim Abbau, dann wären wir mit den Fahrzeugen immer rausgekommen. Hast du die Fahrzeuge auch weg? Ja, genau. Wie lange habt ihr Zeit gehabt? Vorwarnung eigentlich? Ich glaube, wir haben anfangen können um 2:30. Nachts? Abends. Abends. Oder mittags, 2:30 und waren fertig hier mit einem Abbauen. So um 6. Um 6. Krass. Aber hinten der One Beach, die haben gestern, glaube ich, auch teilweise noch Sand gekriegt. Katastrophe für die. Und Kulturbiergarten, da stand es noch ein bisschen höher als bei uns. Und wie hoch stand das jetzt hier drin? Circa 15 Zentimeter. 15 Cent. Okay. Ja. Ja, trotzdem. Auf der Toilette kann man es noch so sehen, da ist noch da sind ja, so 15 Zentimeter für mich fast. Sehr viel Glück gehabt. Das Wasser ist also schon ein gutes Stück zurückgegangen. Hier denke ich mal so 30, 40 Zentimeter zurück. Aber der Staden jetzt eine große Seenplatte. Auch hier denke ich ist in den nächsten Tagen, wenn es nicht weiter regnet, davon auch nichts mehr zu sehen.
Schon ein bisschen surreal, die Plantanen im Wasser. Auch die ganzen Boote wurden in Sicherheit gebracht, wo die ja schwimmen würden. Aber jetzt könnte ich vorstellen, hier der SAG Undine, die haben ja unten die Garagen, wo die ganzen Boote drin sind. Und das Ganze ist natürlich auch abgesoffen. Da liegen sie alle. Einmal komplett leergeräumt. Und da ist das Wasser. Все-таки у них явище буває раз в 40 кілометрів. Stimmt, weil es ins Fahrzeug geht und ein Kennzeichen. Tja, hier sind wir in Saarbrücken, in Güdingen. Hier ist ein ganzer Hang abgerutscht wegen des Hochwassers und das sind absolute Profis. Der hat es richtig drauf. Und cool ist, dass es jetzt schon weggemacht wird. Also es sind natürlich hier riesen Schlammmassen, die bewegt werden. Hinten sind schon die LKWs bereit und hier sind alle Bäume schon mal aufgestellt. Wird jetzt mal sortiert. Unterwegs. Ja, der kommt gerade. Sind Sie, wie weit, Man kommt durch, also wenn jetzt hier die Absperrung nicht da ist. sind Sie über
dem Matsch rübergelaufen. Genau. Du siehst ja auch gut aus. Ja, guck mal hier, lass deinen Papa mal fotografieren. Du hast sogar hier eine. Ist nicht schlimm. Das geht auf jeden Fall in die Annalen ein. Also nach St. Anual würde man kommen. Wie Nach weit St. seid ihr Anual gewesen? würde man kommen, aber ich glaube, der hat noch zu tun hier ein paar Stunden. Ich denke, ihr fahrt besser außen rum. Jürgen, er hat gesagt, also man kann das da